Hallo in Schwarzwald. Jo, moin! Oh, ein wunderschönes Wetter und ich habe mir eine kleine Pause vom Lernen gegönnt. Und was gibt's Besseres, als Motorrad zu fahren und euch dabei etwas über Regenfahrten beizubringen, bei einem so schönen Wetter. Wir fangen direkt mit dem Thema an, und zwar Regenfahrten. Wie verhält man sich am besten, beziehungsweise was muss man beachten? Erster Punkt, Bremsen. Wenn ihr im Regen fahrt, ist es keine gute Idee, einfach normal zu bremsen, wie ihr auch hier auf der Landstraße bremst. Sprich, wenn ich hier schneller in eine Kurve reinfahre, greife ich in meine Vorderbremse und kipp dann im Kurvenscheitelpunkt nach innen weg. Ja. Wenn ihr das beim Bremsen macht, dann kippt ihr nicht nur weg, dann schlittert ihr auch noch weg, und zwar ganz schnell hier rüber in den Graben, und das wollt ihr gar nicht. Deswegen beim Bremsen immer vorsichtig vorne und hinten gleichmäßig anbremsen und gucken, ob ihr wegrutscht. Im schlimmsten Fall mehr hinten bremsen als vorne, weil wenn es hinten rutscht, geht er von der Bremse runter, alles ist super. Wenn es vorne rutscht, naja, dann ist das nicht mehr ganz so super und das kriegt ihr möglicherweise auch nicht mehr so gut gefangen. Zweiter Punkt. Zum Bremsen gehört immer Gas geben, und genau so solltet ihr auch beim Gasgebenden aufpassen, denn wenn ihr eine Maschine habt, die ein bisschen mehr Leistung hat, dann kann so ein Gasgeben auch ziemlich schnell fatal enden, besonders wenn es da in der Kurve ist, dann rutscht ihr einfach weg und das war's dann auch. Dann haltet ihr das nicht mehr und macht keinen Spaß. Deswegen einfach ein bisschen aufpassen, wie und wo ihr dann Gas gebt, und dann ist alles fein, ne? Ab nach Alpirsbach, meine Freunde! Auf, auf! Nächster Punkt wären dann einfach Kurven. Je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr mehr oder weniger davon. Ich würde mal behaupten, wenn ihr in Norddeutschland wohnt, dann ist dieser Punkt nicht ganz so relevant, außer ihr habt einen Kreisverkehr von der Haustür. Aber für alle anderen dürfte es interessanter sein, nämlich in Kurven müsst ihr vorsichtiger sein. Ihr könnt nicht ganz normal euch reinlegen, Knie, Ellenbogen, Helm schleifen, was auch immer. Geht halt nicht beim nassen Wetter. Der Reifen macht viel mit, ja, aber so viel macht er dann doch nicht mit. Deswegen ruhige Lenkbewegungen, so aufrecht wie möglich durch die Kurve, so dass ihr den Schwerpunkt so aufrecht wie möglich habt und auch gegebenenfalls da immer nachkorrigieren könnt. Weil, ihr wisst, meine Freunde, je höher der Schwerpunkt, beziehungsweise je aufrechter der Schwerpunkt, desto einfacher ist es, das Motorrad wieder unter Kontrolle zu bringen. Und wenn wir schon von Kontrolle reden, kommen wir zum Punkt Fahrmodi. Ja, eine 125 hat wahrscheinlich nicht so viele verschiedene Fahrmodi und wird die auch nicht so brauchen. Aber eine R1 zum Beispiel mit 200 PS oder auch schon diese Maschine mit 150 PS hat verschiedene Fahrmodi. Sprich, wenn ihr sagt, okay, ich habe 200 PS, ich möchte die nicht unbedingt bei Regen fahren, dann stellt ihr eine andere Fahrmodi ein. Zum Beispiel, dass es runtergedrosselt wird auf 100 PS oder weniger, und ihr könnt dann sehr gut durch die Kurven eiern. Besonders bietet sich das an für Fahranfänger oder für Leute, die sich nicht ganz so sicher mit der Leistung bei nassen Straßenverhältnissen sind. Und ja, better safe than sorry, würde ich behaupten. Gerade wenn es ein teures Motorrad wie eine R1 ist. Jetzt noch ein Punkt, der eigentlich allen klar sein sollte, der aber oftmals ein bisschen vergessen wird, und das sind die Reifen. Ja, wenn ihr Reifen habt, die mehr oder weniger dann wie Slicks aussehen, die mehr oder weniger kein Profil mehr haben, dann würde ich mir jetzt überlegen, ob ich bei Regen überhaupt weiterfahre, weil ja, mit Slicks und Regen ist nicht ganz so gut. Da hält sich der Grip dann mehr oder weniger in Grenzen. Ob ihr dann so heil durch die Kurven kommt oder überhaupt noch bremsen könnt, ist dann die andere Sache. Da will ich nicht diskutieren. Busenweiler, meine Freunde. Ja, wenn ihr besuchen kommt, ich bin jetzt schon hier zweimal durchgefahren. Vielleicht komme ich auch ein drittes Mal hier durch. Wer weiß. Dann in meinen Augen noch ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Und zwar ist das dann die angepasste Fahrweise auf die Sichtverhältnisse. Denn wenn es regnet, ihr wisst selber, das Visier ist dreckig, ihr habt überall Wassertropfen. Je nachdem, wo ihr fahrt, ob ihr auf der Autobahn unterwegs seid, staubt der vor euch auch nochmal die Regentropfen vor euch hoch. Oder wenn es extrem schüttet, ihr seht nichts mehr. Ja? Da braucht ihr nicht großartig in die Kurven reinballern, wenn ihr nichts mehr seht. An sich selbstverständlich, aber wenn ich bei manchen da zugucke, wie sie bei Regen unterwegs sind, dann denke ich mir, ja, erstens, du hast sehr viel Selbstvertrauen in den Reifen, ist schon mal gut, aber wenn du im Blindflug da durchfährst, ja, kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Daher immer den Sichtverhältnissen angepasst fahren und alles sollte tutti sein. Dann zum vorletzten Punkt, und das ist die Bekleidung. Ja, wenn ihr mal zufällig in den Regen kommt, dann könnt ihr da nicht mehr viel dran ändern, aber wenn ihr plant, mal irgendwie eine längere Tour zu fahren von 1 bis 2 Wochen, dann nehmt einfach regendichte Kleidung mit. Sprich, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr nur eine Lederkombi habt, kauft euch einfach einen Regenanzug, einen Overall, kostet keine Ahnung 100 € oder sowas, zieht da drüber und ihr seid mehr oder weniger wasserdicht. Dann könnt ihr auch 3 Stunden durch den Regen durcheiern
und gut ist, weil es gibt nichts Unangenehmeres und nichts Kälteres, als wenn ihr komplett durchnässt irgendwo entlang fahrt und das über Stunden. Ja, ich kenne das, habe ich auch schon gemacht. Ist kein Spaß, ist echt kein Spaß. Vor allem, wenn ihr dann 3-4 Stunden auf dem Bike rumhockt und euch den Arsch abfriert. Boah, unangenehm. Und noch zum letzten Punkt, ein kleiner Geheimtipp von mir für euch. Müsst ihr nicht umsetzen, solltet ihr nicht umsetzen, aber ich wollte es mal angesprochen haben. Und zwar, ab 170, 180 km/h wird das Visier wieder frei. Sprich, ihr müsst nicht mit dem Handschuh da drüber schmieren und Gefahr laufen, dass es verkratzt. Nein, ihr gebt einfach Gas und es bläst sich selber wieder trocken oder frei, je nachdem, ob es noch regnet. Ja, umsetzen würde ich das lieber an eurer Stelle nicht. Ich rate euch dringend davon ab. Ich habe das nur gehört, ich habe das auch noch nie getestet. Das muss ich zu meiner Verteidigung wahrscheinlich sagen. Mehr habe ich in diesem Video auch nicht zu reden. Ich wollte euch kurz mal nur ein kleines Video zur Unterhaltung dalassen und für Leute, die es vielleicht interessiert, wie es ist, beim Regen zu fahren. Und genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich was zu diesem Video vergessen habe, ob ihr noch andere Geheimtipps habt oder ob ich irgendwas komplett falsch gesagt habe. Ja, kann auch vorkommen. In einem von meinen letzten Videos wurde mir unterstellt, es sei alles falsch, aber leider keine Begründung dabei, was ich sehr schade fand. Habe auch keine Antwort mal bekommen, aber naja, was soll's. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar, sei es auch nur für den Algorithmus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.